Wasserstoff ist das am meisten verbreitete Element im Universum und es ist das leichteste Gas. Interessanterweise ist das Produkt des Wasserstoffverbrennungsprozesses reguläres Wasser. Dies mag zwar einfach klingen, ist es aber nicht. Was macht es so schwierig, den Wasserstoffverbrennungsprozess zu erklären? Das finden wir jetzt heraus. Wenn Wasserstoff und Sauerstoffmoleküle aneinander geraten, passiert normalerweise nichts. Sie können kein Wassermolekül bilden. Der Prozess ist sehr viel komplexer und erfordert einige verschiedene Schritte. Hier sieht man verschiedene Partikel und wie sie miteinander reagieren. Wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man nicht nur die einzelnen Gas- und Wassermoleküle, sondern auch einige andere fremde Teilchen. Diese werden Radikale genannt. In normalen Molekülen befinden sich alle Elektronen in Paaren, aber Radikale haben ungepaarte Elektronen. Sie wollen für ihre ungepaarten Elektronen einen Partner finden. Dies macht sie ideal für Reaktionen mit anderen Partikeln. So sieht es dann aus. Die Reaktion beginnt, wenn ein aktives Teilchen ein separates Atom von einem Wasserstoffmolekül quasi abreißt. Ein einzelnes Wasserstoffatom hat ein ungepaartes Elektron und ist nun also ein Radikaler. Es hat so viel Energie, dass, wenn es mit einem Sauerstoffmolekül in Verbindung kommt, es dieses in zwei neue Radikale zerbricht. Einer dieser Radikale ist ein Sauerstoffatom. Lass uns mal genauer beobachten, was mit diesem Atom passiert. Nach einer Weile trifft dieses O-Atom auf ein H2-Molekül. Man könnte annehmen, dass ein H2-Molekül geformt wird, aber Wassermoleküle können so nicht entstehen. Stattdessen gibt uns dieses Aufeinandertreffen zwei neue Radikale, O und HO. In der nächsten Stufe treffen die HO-Radikale auf andere Wasserstoffmoleküle. Es nimmt eines der Wasserstoffatome auf und wird zu einem Wassermolekül. Wenn dieser Prozess beendet ist, bleibt ein Wasserstoffatom übrig. Genauso wie am Anfang, was heißt, dass sich der Kreis schließt. Die Reaktion selbst ist etwas komplizierter, aber am Ende entstehen immer Wassermoleküle. Lasst uns diese Reaktion noch einmal genauer anschauen. Um die Reaktion auszulösen, benötigt man nur ein aktives Teilchen. In nur wenigen Schritten werden jedoch aus einem Radikalen zwei Radikale. Somit kann die Anzahl der Radikalen ganz schnell ansteigen und so alle naheliegenden Moleküle in diese Reaktion mit einbeziehen. Diese Art von Hochgeschwindigkeitsreaktionsprozess und die gleichzeitige Hitzeproduktion führen zu einer Explosion. Wie hier. Oder hier. Man kann Wasserstoff zu Hause herstellen. Man benötigt hierzu nur Aluminiumfolie und einen Abflussreiniger. Man sollte nicht zu viel Aluminiumfolie benutzen, denn diese Reaktion produziert eine Menge Hitze. Die Watte ist dazu da, um reagierende Tropfen davon abzuhalten, in den Ballon zu geraten. Die Flasche bitte nicht schütteln. Nach einer Weile entsteht eine kraftvolle Reaktion. Den Ballon erst dann entfernen, wenn die Reaktion komplett aufgehört hat. Man sollte die Flasche abkühlen lassen. Nach dieser Reaktion wird sie sehr heiß sein. Man sollte mit Wasserstoff immer vorsichtig umgehen, da es besonders brennbar und in besonderen Umständen höchst explosiv ist.